vor 40, 50 Jahren wurde hier noch Tabak angebaut, interessanterweise. Da hinter mir in dieser kargen Landschaft, in diesem Lavafeld, gibt es doch tatsächlich Pflanzungen, und zwar von Weinstöcken. Ich zeige das mal kurz mit der Drohne. Also das ist nur ein kleiner Eindruck hier mit der Drohne, wie solche Felder aussehen. Das ist kein langer Film, aber wenn er euch gefällt, dann drückt doch bitte den Like-Button, den Like-Knopf. Noch besser abonniert den Kanal. Da habe ich ja verschiedene Playlists mit Eindrücken aus diversen Ländern. Ja, Wasser ist ein sehr kostbares Gut hier auf der Insel. Und diese Pflanzen leben vom Tau, den es hier morgens oft gibt. Das Meer ist ja nicht weit, also wenn es in der Nacht kühl wird, taut es. Dieser Tau ist wichtig. Dann gibt es Meerwasserentsalzungsanlagen, aber ob hier mit der Leitung Wasser hingeführt wird, weiß ich nicht. Die kleinen Mauern, die man sieht, die schützen vor Wind, denn hier kann der Wind manchmal auch sehr stark sein und Wind fördert natürlich die Austrocknung des Geländes. Mir wurde gesagt, dass Weißweintrauben weniger Wasser brauchen als Rottrauben, als rote Trauben, und deswegen werden hier vorwiegend weiße Trauben angebaut. Und Kartoffeln wurden oder werden vielleicht auch noch angebaut. Das war wirklich ein karges Leben, und hier von den Kanarischen Inseln oder auch aus Lanzarote sind ja dann auch sehr, sehr viele Leute ausgewandert. Vor allen Dingen nachdem die Vulkanausbrüche hier ziemlich viel Chaos und Zerstörung verursacht haben. Der letzte Vulkanausbruch war 1826, soweit ich weiß. Hier eine andere Gegend auf einer Straße Richtung Norden, Richtung dem Haus von Manrique. Hier sieht man eine gute Mischung von noch aktiven und schon längst aufgegebenen Feldern. Hier in dieser hellbraunen, sandigen Lavalandschaft sieht man hier hinten einen schwarzen Bereich. Das sieht aus wie geteert, aber ich vermute, da wurde einfach eine neue Schicht Picon hingeschafft, um da ein neues Feld anzulegen. Also netter Herr hier eben, Miguel, hat mir ein wenig erklärt, was das mit diesen dunklen Feldern auf sich hat. Also das sind aufgegebene Felder. Als er klein war, so vor 40, 50 Jahren, wurde hier noch Tabak angebaut, interessanterweise. Gemüse, aber das lohnt sich alles nicht mehr. Und diese ganzen leicht grünlichen Flächen, die man sieht, sind alles aufgegebene Felder. Wein wird auch noch angebaut, aber Regen gibt es immer weniger. Ab und zu regnet es so in der Zeit zwischen September und April. Hier die sogenannte Picon, diese Lavasteine. Das sieht man auf den wenigen Feldern hier. Und diese Steine fangen offenbar den Tau auf, früh am Morgen, und lassen die Feuchtigkeit in den Boden sickern.
sodass die Pflanzen dann zumindest ein wenig Feuchtigkeit aufnehmen können. Auf jeden Fall wachsen hier kleine Pflanzen. Da wohl eine Zisterne. Das war mal eine Zisterne. Hier ist auch noch eine Pfütze übrig geblieben vom letzten Regen. Das war im Dezember. Ja. Ab und zu regnet es so in der Zeit zwischen September und April. Im vergangenen Dezember, also vor einem Monat, 2 Monaten, hat es dann mal so einen Nachmittag und eine Nacht geregnet. Hier ist noch eine Pfütze, die übrig geblieben ist, aber mit diesem Wasser kann man hier nicht mehr viel anfangen. Und die Landwirtschaft lohnt sich nicht mehr. Es ist zu viel Arbeit. In manchen Dörfern, wo es vielleicht doch ein bisschen mehr Wasser gibt und die Erde ein wenig besser, werden dann Bohnen angebaut, Zwiebeln ein wenig so für den lokalen Gebrauch. Viel ist es aber nicht.